Tobi, Luis und ich sind ja schon einen Tag früher in unserem Weihnachtscamp angekommen und deswegen konnten wir uns die Zeit nehmen und uns noch ein wenig im Meer vergnügen. Nach und nach sind dann alle Traveler, die sich für Weihnachten verabredet hatten, im Camp eingetroffen. Wir hatten über die Weihnachtsfeiertage sogar einen Camphund, den Nils. Und bevor am Abend die Party losging, haben sich alle noch mal ein bisschen ausgeruht. What can she do? Wants to leave a lonely town. Wir waren schlussendlich für den Weihnachtsabend wirklich eine große Gruppe mit 11 Leuten. Es waren altbekannte Gesichter dabei, aber auch mit Simon und Jule und Miguel, den man hier links unten im Bild sieht, ein paar neue Gesichter, die sich einfach nur für Weihnachten zu uns gesellt haben. Aber nicht nur Menschen haben sich zu uns gesellt, hier legt gerade eine Riesenschildkröte ihre Eier. Da kommen dann diese kleinen Wurzels raus und die haben sich zu uns ins Camp verirrt und wir haben dann sie wieder auf den richtigen Weg gebracht, dahin wo sie hingehören, ins Meer. Irgendwann ist dann leider jede schöne Campzeit vorbei und so habe ich mich von Tobi und Dali, den letzten Verbliebenen, getrennt und bin wieder nach Maskat zurückgefahren, wo ich den Luis wieder getroffen habe. Der Grund, warum ich wieder nach Maskat zurück wollte oder beziehungsweise musste, war, dass ich zum Arzt gehen wollte, um mich durchchecken zu lassen, weil ich seit einiger Zeit konstante Bauchschmerzen hatte. Erst bin ich in eine ganz windige Praxis geschickt worden und die haben mich dann weiter ins Krankenhaus überwiesen. So, ich sitze hier vor der Apollo-Klinik, habe jetzt seit einigen Tagen nichts mehr aufgenommen. Mir ging es nicht gut, ich hatte schon seit einer Weile Schmerzen, hat natürlich typisch für mich ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich die Konsequenzen draus gezogen habe und mal zum Arzt gegangen bin. Jetzt war ich vor 3-4 Tagen dort, habe mir Blut abnehmen lassen und so weiter, das hat alles erstmal ganz gut gewirkt. Aber sie haben gesagt, ja, wenn du diese Symptome hast und wir nichts erkennen können, dann müssen wir ein CT machen, um feststellen zu können, was abgeht. Und heute habe ich das CT gemacht, die CT gemacht. Und ja, ich habe eine Blinddarmentzündung und die Empfehlung ist, das natürlich schnellstmöglich operieren zu lassen. Jetzt fliege ich in 2 Tagen eigentlich nach Sri Lanka, dementsprechend gibt es ein paar Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ich habe mich eigentlich entschieden, diese 2 Tage noch abzuwarten, nicht mit einer OP-Narbe und meinem schweren Gepäck zu fliegen, sondern nach Colombo zu fliegen und die Operation dort durchführen zu lassen. Ja, und bin dementsprechend mies drauf, weil ich 26 Jahre Zeit hatte, um eine Blinddarmentzündung zu kriegen, aber natürlich passiert es jetzt. Richtig Bock drauf. Naja, mal sehen. Wird schon. Ich habe Medikamente bekommen und mich auch schon um einiges besser gefühlt.
und hatte überhaupt keine Lust, mich von so körperlichen Leiden runterziehen zu lassen. Dementsprechend war ich super glücklich, dass mein Kumpel Ayub, den ich bei meinem ersten Maskat-Aufenthalt kennengelernt habe, Luis und mich mit seinem Boot abgeholt hat und ja, wir richtig Spaß hatten. Ich habe mich dann sogar zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Wakeboarden versucht und nachdem es mich dann ein paar Mal gescheppert hat, ist es sogar einigermaßen gut gegangen. Wir haben unsere Sachen dann in Ayubs Auto gepackt und noch eine kleine Spritztour gemacht, ein paar von seinen Favorite Spots in Maskat ausgecheckt und hatten insgesamt einen richtig coolen Nachmittag und Abend. An meinem letzten Tag ging es dann natürlich ans Einpacken. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben mit dem Fahrrad geflogen bin und die größte Herausforderung bestand aber darin, das Gewichtlimit von der Airline von 40 Kilo einzuhalten. Es hat zum Glück alles wunderbar geklappt und ich konnte auf 28 grandiose Tage im Oman zurückblicken, ehe ich heil in meinem neuen Reiseland Sri Lanka angekommen bin. Ich bin jetzt in Sri Lanka erfolgreich angekommen. Mit meinem Fahrrad hat alles geklappt, mit dem Flug hat alles geklappt. War wunderbar. Lasst euch von meiner Garderobe nicht täuschen. Es wird gerade warm. Ich hatte mich nur für den runtergekühlten Flieger und Flughafen warm angezogen. Außerdem musste ich Gewicht aus meinen Taschen rausnehmen. Ich hatte 40,4 Kilo und mein Handgepäck hatte Übergewicht. Und ich musste auch 4 Kilo an Stuff loswerden. Leider musste ich mich von ein paar Wintersachen trennen. Ja, ich werde jetzt hier erstmal ankommen und ja, morgen wahrscheinlich ins Krankenhaus gehen. Die Chancen stehen 50-50, dass ich mich operieren lassen muss. Dementsprechend heißt es für mich jetzt erstmal Winterpause, sowohl fahrradtechnisch ja, als auch blogtechnisch. Ich werde in den nächsten 3 Wochen auf jeden Fall, in denen ich hier bin, nichts schreiben, wahrscheinlich auch nicht viel filmen, sondern einfach mal Urlaub machen und mich gegebenenfalls von meiner Operation erholen und mir Sri Lanka mit den Öffis anschauen und nicht mit dem Fahrrad. Hey, servus, schaut mal, da sind lauter fleißige Männer. Sehr cool. Genau. Soweit von meiner Seite verabschiede ich mich von euch aus Sri Lanka. Erstmal mit diesem Video. Haut da rein.